genau in der Batterie passiert, ist dir ein Rätsel und du hast es satt, dich mit allgemeinen Aussagen abzufinden. Wir zeigen dir, wie du von außen erkennen kannst, ob deine Batterie überlastet ist, und wir geben dir Tipps, was du tun kannst, um sie zu retten. Also Stefan, warum sollte man sich seine Batterie regelmäßig ansehen? Ja, einmal um zu sehen, ob die Batterie in einem guten Zustand ist. Das kann ich von außen sehr gut erkennen, indem ich einfach gewisse Faktoren, die ich nachher erklären werde, dann halt beachte. Und einfach zu gucken, ob ich eventuell dann mit eingeleiteten Pflegemaßnahmen noch was retten kann an der Batterie. Gibt es denn Situationen, in denen ich immer nach der Batterie sehen sollte? Auf jeden Fall. Und zwar auf jeden Fall vor dem Laden. Also wenn ich festgestellt habe, meine Batterie hat schlechte Ladung, ist unterladen und ich fange an zu laden, dann sollte ich mir so wenigstens mal äußerlich angucken, ob es sich noch lohnt, da Hand anzulegen oder ob es vielleicht auch gefährlich ist, Hand anzulegen. Auch das kann ja sein. Es gibt Fahrzeuge, zum Beispiel Baufahrzeuge, Landmaschinen, Motorräder, Großmotorräder, die also nicht unbedingt im optimalen Betriebszustand gehalten werden. Das heißt, es sind sehr vielen Erschütterungen ausgesetzt, die Batterien, oder starken Vibrationen. Ja, auch da lohnt sich definitiv ein Blick auf die Batterie. Ja, und ansonsten sollte man wirklich generell mal 2- bis 3-mal jährlich einfach nach der Batterie schauen. Sind die Polen noch fest? Ist sie noch fest verankert auf der Batterieträgerplatte? Hat sie sonst irgendwelche Kennzeichen von außen, die mich stutzig machen? Wo fängt man am besten damit an? Mit dem Offensichtlichen, was man halt eben sieht, wenn man die Haube aufmacht oder die Batterie entsprechend sich zu Gemüte führt, bei den Polen. Ja, die Polen sind eigentlich das, was man zuerst sieht. Ja, und da kann man schon mal gucken, ist da Sulfat an den Polen, also so weißes Pulver. Sitzen die Klemmen noch fest, dann kann man einfach diese Rüttelprüfung machen. Ja, wenn man das festgestellt hat, dann weiß man schon mal ein bisschen mehr. Ja, dann kann man schon mal anfangen, bei weißem Pulver sich zu überlegen, das ist Sulfat, entsteht durch Gasung und setzt sich an den Polen nieder. Ja, da läuft schon was schief. Ja, das heißt, wenn ich weißes Pulver an den Polen habe, dann habe ich natürlich auch irgendwo mal eine Gasung gehabt, und das Sulfatiert hat sich abgesetzt. Das heißt, ich habe schon mal Elektrolyt verloren, das ist ein Kennzeichen. Lose Batteriepolen sind immer schlecht, weil einfach die Übertragung der Spannung da schlecht läuft. Ja, da könnte ich dann schon mal anfangen nachzuziehen. Also das sind Indikatoren, die ich beim Pol relativ schnell feststellen kann. Ich kann auch gucken, ist der Pol gewachsen? Ja, also sitzt er schief auf der Batterie, oder ist er leicht unten im Kasten verbeult? Ja, oder was auch schon oft vorgekommen ist, die Jungs haben die Batterieklemme so fest angezogen, dass ein Teil des Pols einfach weggesprungen ist. Ja, auch das ist schlecht, da gehört die Batterie sofort ausgetauscht. Also am Pol kann man sehr viel sehen und da lohnt sich auf jeden Fall immer ein Blick drauf. Wenn man tiefer gehen will, dann hat man bei den verschlossenen Batterien heutzutage nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, außer halt die Begutachtung vom Kasten, da kommen wir später drauf. Wenn ich noch eine Batterie habe, die Stopfen hat, könnte ich mit einem Säureheber versuchen, die Säure zu prüfen. Kann feststellen, ob die rötlich-braun oder schwarz verfärbt ist. Ja, rötlich-braune Verfärbung ist im Prinzip Sulfatierung, Tiefentladung. Schwarze Verfärbung ist Ablagerung, das heißt, die Batterie ist sehr stark mit Temperatur belastet worden und ich habe da quasi verbrannte aktive Masse drin. Das sehe ich dann in diesem Röhrchen von dem Säureheber, weil gesunde Batterie heißt klare Säure. Ja, wenn die Säure in irgendeiner Form verfärbt ist, ist irgendwas faul. Von daher wäre das ein guter Indikator. Wie gesagt, funktioniert allerdings nur noch bei Batterien, die Stopfen haben. Den Kasten hatte ich vorhin schon erwähnt. Ja, dazu müsste man eigentlich die Batterie ausbauen. Es ist ganz selten, dass man so frei zugänglich auf den Kasten gucken kann. Was einem auffällt, wenn man eine Batterie ausgebaut hat und man merkt, die Etiketten haben sich gelöst, sind so wellig wie bei einer PET-Flasche, die im Sommer irgendwo in der Sonne gelegen hat. Das Etikett löst sich in der Regel auch auf. Dann kann man davon ausgehen, dass die Batterie Temperatur bekommen hat. Und zwar ziemlich hohe Temperatur, was dann grundsätzlich nicht gut ist. Ja, man kann auch feststellen, ist das Gehäuse undicht, habe ich irgendwo einen Riss drin, einen Spannungsriss, vielleicht auch durch äußeren Einfluss. Oftmals wird die Batterie eingebaut, ohne dass der Batterieboden sauber gemacht wird. Liegt mal ein kleines Steinchen drauf, ich stelle die Batterie drauf und der Kasten nimmt Schaden. Ja, oder ich kann halt eben sehen, ist der Batteriekasten verformt. Ein relativ seltener Effekt, aber kann vorkommen. Ja. Aber abgelöste Etiketten ist eigentlich etwas, was man sehr, sehr gut erkennen kann und wo man dann schon auch einen Indikator hat, dass die Batterie gelitten hat. Ja, also was kann ich zum Beispiel dafür tun, um diese Umstände zu vermeiden? Ja, einfach regelmäßig danach schauen.
ja, pflegen, ne, eine Wartung angedeihen lassen. Also ich sag mal, es gehört schon dazu, dass man halt eben regelmäßig mal wenigstens die Batteriepole sich anguckt und die Batterieklemmen kontrolliert. Ja. Und wenn man kann, auch natürlich die Spannungslage. Ja, man muss dann halt eben auch gucken, dass man ein geeignetes Ladegerät hat, um entsprechend nachzuladen. Ja. Also ich kann schon ein bisschen was tun, wenn ich, wie gesagt, noch Batterien habe, wo ich die Stopfen rausmachen kann, dann ist natürlich Wasser nachfüllen, destilliertes das Wasser in dem Fall, immer gut. Ja, wenn es denn nötig ist. Ja. An den neuartigen verschlossenen Batterien kann ich außer Nachladen eigentlich dann nicht mehr viel tun. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne. Intakt Battery Power. Immer die passende Batterie.